Willkommen zum zweiten Teil des Glockenblumen-Sets. In dieser Videoreihe erstelle ich nur aus Secondhand-Teilen eine Adaption der traditionellen deutschen Tracht. Bevor ich angefangen habe, an dem Oberteil zu arbeiten, habe ich mir erstmal aufgezeichnet, was ich denn überhaupt machen will. Einmal wollte ich die Knöpfe austauschen, den unteren Rand versäubern und am Ausschnitt eine Stickerei anbringen, die das Design auf dem Webband des Rocks widerspiegelt. Bevor ich aber überhaupt richtig anfangen konnte, musste ich erstmal den Knick entfernen, der entstanden war, da wo Rock und Mieder zusammengenäht waren. Die untere Kante habe ich dann mit hellblauem Schrägband versäubert. Die Farben sind nicht ganz genau gleich, aber ich finde, das passt sehr gut zusammen. Den einen Teil, der dann unsichtbar wird, habe ich mit der Nähmaschine genäht und wie man sieht, einfach mit dem Faden, den ich auf der Maschine hatte. Das macht ja auch keinen Unterschied, letztendlich sieht es eh keiner. Die andere Seite habe ich dann umgeschlagen und mit der Hand mit weißem Faden und kleinen Schlaufenstichen selber festgenäht. Das hat gar nicht so lange gedauert, wie man denken könnte, aber ich fand es ganz schön, mal Zeit mit dem Kleidungsstück zu verbringen, wenn man das so sagen kann. Und jetzt müssen auch schon die Knöpfe dran glauben. Theoretisch war an denen nichts falsch. Ich fand einfach, dass die ein bisschen zu sehr nach Oktoberfest aussahen und auch nicht wirklich zum ganzen Set gepasst haben. Ich wollte eher die weißen Punkte auf dem Rock aufgreifen und habe deswegen weiße Knöpfe gewählt. Hier könnt ihr auch nochmal das Webband sehen und als erstes werde ich den Blütenstiel machen, um dann den Rest des Designs darauf aufbauen zu lassen. Als nächstes kamen die Blätter dran. Das Muster hat sich immer wiederholt. Es waren immer 2 Blätter und 3 Blüten. Bei den Blättern habe ich immer zurückgestochen in das, was ich gerade gestochen habe. Dadurch habe ich das festgemacht, wenn man das so sagen kann. Und ich fand das sehr schön, weil das war dann richtig wie verwoben mit dem Material des Mieders. Und ich musste mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwann mal irgendwo hängen bleiben könnte. Ich habe auch mal die Zeit gestoppt und es hat immer ungefähr 5 Minuten gedauert, ein Blatt zu machen. Und es ist okay, wenn man draußen in der Sonne sitzt, dann ist es okay. Die Blüten habe ich so gearbeitet, dass ich die Form immer mit einfachen Stichen vorgegeben habe und dann mit größeren Schlaufen da drüber gegangen bin. Dadurch ist so ein schöner 3D-Effekt entstanden. Bei den kleineren Blüten, bei den geschlossenen, bin ich immer mit einem dunkleren Faden nochmal drüber gegangen, um die Dichte der Blütenblätter zu imitieren.
als ich mit den Blüten dann fertig war, habe ich sie mit dem gleichen Faden, wie ich die Ranke gemacht habe oder den Stiel verbunden, alles miteinander verbunden. Und jetzt könnte man denken, ich wäre theoretisch fertig, aber natürlich bin ich noch nicht fertig. Aber es ist nur noch ein Schritt versprochen. Und zwar mussten noch die kleinen Blättchen, die um die Blüte herum waren, gestickt werden. Das ist auch der gleiche Faden, mit dem ich die anderen Blätter gemacht habe. Da sah eins anders aus als nächste. Also ich habe mich zwar immer noch an dem Webband orientiert, aber es war halt individuell. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich hatte ja am Anfang noch zum Design so weiße Pünktchen dazu gemacht. Die habe ich auch tatsächlich gestickt, aber irgendwie fand ich dann die Knötchen, diese weißen Knötchen, die waren einfach zu grob im Vergleich zum Rest des Designs und deswegen habe ich sie dann wieder abgeschnitten. Und jetzt ist die Blumenranke tatsächlich fertig. Ich dachte mir, ich erlaube mir da noch eine kleine Spielerei und meine Initialen und das Jahr, in dem ich das gemacht habe, auf das Mieder sticken. Ich habe diese vereinfachte Form gewählt, wie man es hier sehen kann. Da habe ich auch zuerst grobe Rückstiche gemacht, einfach um das, was ich mit dem Stift vorgezeichnet hatte, festzuhalten, weil das hält auch nicht ewig. Und dann dachte ich, das lasse ich so, das sieht doch ganz gut aus, aber es war mir dann doch ein bisschen zu grob im Vergleich zum Rest des Designs. Und deswegen habe ich dann wie bei den Blüten nochmal mit anderem Faden drüber gestochen, um es zu verfeinern. Das könnt ihr gleich sehen. Und jetzt sind wir tatsächlich wirklich fertig. Wie lange das Ganze gedauert hat, wie viel mich das gekostet hat, das erzähle ich euch in einem anderen Video. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. Vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video, was wirklich sehr bald kommt, ich verspreche es, werde ich zeigen, wie ich aus 2 Secondhand-Teilen den Unterrock und die Bluse gemacht habe.